Guten Morgen. Bist du schon lange wach? Ja, ich stehe immer ziemlich früh auf. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen? Ich trinke meistens ein Glas Wasser, um wach zu werden. Bist du ein Morgenmensch? Nicht wirklich. Ich brauche erst einen Kaffee. Hast du heute schon Pläne gemacht? Ja, ich habe meine To-Do-Liste schon geschrieben. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Oft nur Müsli oder ein belegtes Brot. Hilft dir eine feste Morgenroutine? Ja, so fühle ich mich organisierter. Musst du dich morgens oft beeilen? Manchmal schon, wenn ich zu spät aufstehe. Liest du morgens die Nachrichten oder E-Mails? Ja, ich überprüfe immer kurz meine E-Mails. Fühlst du dich heute fit für den Tag? Ja, nach einem leichten Frühstück habe ich genug Energie. Machen wir heute Mittag zusammen Pause? Gerne, das ist eine gute Idee. Was isst du mittags am liebsten? Meistens etwas Leichtes wie einen Salat. Wirst du nach dem Mittagessen manchmal müde? Ja, besonders wenn ich zu viel gegessen habe. Wie bleibst du am Nachmittag konzentriert? Ich mache kurze Pausen und bewege mich ein bisschen. Hast du heute viele Termine? Mein Nachmittag ist ziemlich voll, ja. Wann bist du ungefähr mit der Arbeit fertig? Ich hoffe, dass ich gegen 6 Uhr Feierabend machen kann. Was machst du heute Abend zur Entspannung? Ich glaube, ich gehe eine Runde spazieren. Kochst du heute Abend etwas? Ja, ich wollte eine einfache Gemüsepfanne machen. Schaust du abends oft fern? Nein, ich lese lieber ein Buch oder höre Musik. Gehst du immer zur gleichen Zeit ins Bett? Ich versuche es, damit ich genug Schlaf bekomme. Hilft dir Tee beim Einschlafen? Ja, ein Kräutertee am Abend ist sehr beruhigend. Wie war dein Tag bis jetzt? Ziemlich produktiv, ich bin zufrieden. Ist es wichtig, eine gute Balance zu finden? Auf jeden Fall zwischen Arbeit und Freizeit. Fühlst du dich besser mit einer festen Routine? Ja, es gibt meinem Tag eine gute Struktur. Hast du nach der Arbeit noch viel Energie? Meistens nicht, deshalb entspanne ich mich gerne. Was ist dein Tipp für einen guten Start in den Tag? Nicht hetzen und sich einen Moment Zeit für sich nehmen. Brauchst du morgens lange im Badezimmer? Nein, nur Zähne putzen und Gesicht waschen geht schnell. Machst du morgens etwas Sport? Nicht richtig Sport, aber ich dehne mich immer ein wenig. Isst du lieber ein großes oder ein kleines Frühstück? Eher ein kleines, damit ich nicht zu müde werde. Bist du schon bereit für deinen ersten Termin? Ja, ich habe meine Unterlagen schon vorbereitet. Wie schaffst du es, den ganzen Tag produktiv zu sein? Ich setze mir klare Ziele für den Vormittag und den Nachmittag. Hast du heute eine schwere Aufgabe vor dir? Ja, am Nachmittag muss ich mich auf ein wichtiges Projekt konzentrieren. Was machst du, wenn du eine Pause brauchst? Ich stehe kurz auf oder hole mir einen Tee. Gehen wir heute zum Mittagessen raus? Nein, ich habe mir einen gesunden Snack von zu Hause mitgebracht. Fällt es dir schwer, nach der Mittagspause wieder anzufangen? Manchmal ja, deshalb esse ich auch nur etwas Leichtes. Wann erledigst du deine wichtigsten Aufgaben? Ich versuche, das immer am Vormittag zu machen, wenn ich noch frisch bin. Freust du dich schon auf den Feierabend? Ja, ich freue mich darauf, heute Abend zu entspannen. Was gibt es bei dir heute Leckeres zum Abendessen? Ich denke, ich mache Nudeln mit einer einfachen Tomatensauce. Hilft dir ein Spaziergang am Abend beim Abschalten? Ja, frische Luft hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Was ist deine Routine direkt vor dem Schlafen? Ich putze meine Zähne und lege dann das Handy weg. Liest du manchmal vor dem Einschlafen? Ja, das hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Ist es für dich wichtig, ausgeschlafen zu sein? Sehr wichtig. Guter Schlaf verändert den ganzen nächsten Tag. Findest du, dass eine Routine manchmal langweilig ist? Manchmal vielleicht, aber meistens gibt sie mir Sicherheit.
Was ist eine gute Gewohnheit, die du hast? Jeden Tag genug Wasser zu trinken. Gibt dir das Abhaken einer To-Do-Liste ein gutes Gefühl? Ja, es fühlt sich an, als hätte man etwas geschafft. Wie lädst du deine Batterien wieder auf? Indem ich mir Zeit für meine Hobbys nehme. Planst du auch dein Wochenende? Nicht so genau wie die Woche. Ich lasse es lockerer angehen. Fühlst du dich gestresst, wenn dein Tag chaotisch ist? Ja, deshalb mag ich meine tägliche Struktur. Was bedeutet Balance für dich im Alltag? Genug Zeit für Arbeit, aber auch für Entspannung und Freunde zu haben. Glaubst du, deine Routine gesund? Ich denke schon, ich achte auf gesunde Mahlzeiten und genug Schlaf. Was ist der entspannendste Teil deines Tages? Der Abend, wenn alle Aufgaben erledigt sind und ich ein Buch lese. Denkst du schon im Bett über den kommenden Tag nach? Ja, ich gehe kurz durch, was ansteht. Das hilft mir beim Aufstehen. Ist dein Morgenkaffee für dich ein wichtiges Ritual? Absolut. Der ruhige Moment mit der Tasse Kaffee ist der beste Start. Fühlt sich jeder Morgen für dich wie ein Neustart an? Ja, es ist eine gute Gelegenheit, den Tag positiv zu beginnen. Wie gehst du mit Ablenkungen um, wenn du dich konzentrieren musst? Ich lege mein Smartphone in ein anderes Zimmer, Warum genau isst du mittags lieber etwas Leichtes? weil ich dieses typische Energietief am Nachmittag vermeiden will. Verlässt du für die Mittagspause deinen Arbeitsplatz? Ja, ich finde es wichtig, die Umgebung kurz zu wechseln. Wie entscheidest du, welche Aufgabe du zuerst erledigst? Ich setze Prioritäten und beginne mit dem Wichtigsten. Fällt es dir leicht, von der Arbeit in den Feierabend zu wechseln? Nicht immer. Manchmal hilft mir Musik, um abzuschalten. Kochst du gerne aufwendig am Abend? Nein, unter der Woche muss es bei mir schnell und einfach gehen. Bereitest du abends schon Kleidung für den nächsten Tag vor? Ja, das spart mir morgens eine Menge Zeit und Stress. Warum ist es eine gute Idee, vor dem Schlafen nicht auf Bildschirme zu schauen? Weil das blaue Licht den Schlaf stören kann. Bist du bei deiner Schlafenszeit sehr konsequent? Ich versuche es, auch am Wochenende. Das hilft meinem Rhythmus. Was tust du für dich, wenn du einen anstrengenden Tag hattest? Ich nehme ein warmes Bad oder höre einen interessanten Podcast. Ist deine Routine jeden Tag genau gleich? Nein, ich bleibe flexibel. Aber die Grundstruktur ist immer dieselbe. Gibt dir deine Routine ein Gefühl von Kontrolle? Ja, ich fühle mich dadurch einfach gelassener und besser vorbereitet. Gibt dir deine Aufgaben digital oder auf Papier? Ich liebe klassische To-Do-Listen auf Papier. Wie wichtig ist dir Zeit für dich selbst in deiner Routine? Sehr wichtig. Ich plane sie fest ein, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Trinkst du über den Tag verteilt genug? Ich stelle mir immer eine Flasche Wasser auf den Tisch, um es nicht zu vergessen. Was ist der größte Vorteil einer festen Routine für dich? Ich muss nicht über kleine Dinge nachdenken und habe mehr Energie für Wichtiges. Fühlst du dich erfrischt, nachdem du dein Gesicht gewaschen hast? Ja, das ist ein kleiner Moment, der mich sofort wacher macht. Was ist dein liebstes gesundes Mittagessen? Eine Quinoa-Salat mit viel Gemüse. Das gibt Energie, ohne zu belasten. Wie beendest du deinen Arbeitstag? Ich räume meinen Schreibtisch auf, damit ich am nächsten Morgen klar starten kann. Teilst du die Hausarbeit mit jemandem? Ja, mein Partner und ich wechseln uns beim Kochen ab. Was ist eine Gewohnheit, die du gerne anfangen würdest? Ich würde gerne jeden Tag ein paar Seiten in einem Buch lesen. Bist du zufriedener, wenn dein Tag gut strukturiert war? Definitiv. Es fühlt sich einfach an, als hätte ich den Tag gut genutzt. Genießt du die besondere Ruhe am frühen Morgen? Ja, sehr. Es ist die einzige Zeit am Tag, in der alles still ist. Was motiviert dich, auch an schwierigen Tagen aufzustehen? Der Gedanke, dass jeder Tag eine neue Chance ist. Was machst du, wenn dein Energielevel plötzlich sinkt? Ich öffne das Fenster, atme tief durch und trinke ein Glas Wasser. Ist deine Routine als Student anders als die von jemandem, der arbeitet? Ich glaube ja. Sie ist flexibler, erfordert aber mehr Selbstorganisation.
Was ist das beste Gefühl am Ende eines produktiven Tages? Zu wissen, dass man seine wichtigsten Aufgaben geschafft hat. Gönnst du dir zur Belohnung manchmal etwas? Ja, nach einer anstrengenden Woche gönne ich mir ein leckeres Essen. Ist Abendessen für dich mehr als nur eine Mahlzeit? Ja, es ist eine Zeit, um mit der Familie zusammenzukommen und zu reden. Wie schaffst du es, nicht bis zur letzten Minute am Handy zu sein? Ich lege es bewusst eine Stunde vor dem Schlafen zur Seite. Bist du ein richtiges Gewohnheitstier? Ja, schon. Feste Gewohnheiten geben mir viel Sicherheit im Alltag. Brauchst du manchmal eine Pause von deiner Routine? Unbedingt. Deshalb liebe ich das Wochenende für spontane Aktivitäten. Was ist dein Trick gegen den inneren Schweinehund? Ich fange einfach an, auch wenn es nur für 5 Minuten ist. Meistens bleibe ich dann dabei. Was bedeutet ein ausgeglichener Tag für dich? Eine gute Mischung aus produktiver Arbeit und echten Erholungspausen. Denkst du am Abend noch einmal über den Tag nach? Ja, ich überlege kurz, was gut gelaufen ist. Das ist ein schöner Abschluss. Glaubst du, die perfekte Routine existiert? Nein, ich glaube, die beste Routine ist die, die sich an das Leben anpasst. Hat sich deine Routine über die Jahre verändert? Ja, total. Ich habe gelernt, was mir gut tut und was nicht. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der keine Routine hat? Mit einer einfachen, kleinen Gewohnheit anzufangen, zum Beispiel morgens das Bett zu machen. Ist es okay, wenn man mal einen unproduktiven Tag hat? Natürlich, manchmal braucht der Körper einfach eine Pause. Hilft dir die Routine, besser für dich selbst zu sorgen? Ja, denn ich plane bewusst Zeit für gesunde Mahlzeiten und Entspannung ein. Was ist der einfachste Weg, einen schlechten Tag besser zu machen? Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft wirkt oft Wunder. Planst du auch Zeit für Hobbys und Freunde fest ein? Ja, das ist mein sozialer Ausgleich zur Arbeit und sehr wichtig für mich. Welcher Teil deiner Routine gibt dir die meiste Energie? Das leichte Mittagessen, danach fühle ich mich fit für den Rest des Tages. Fällt es dir leicht, neue, gute Gewohnheiten zu starten? Nein, es braucht Zeit und Geduld, aber es lohnt sich immer. Was ist der größte Fehler, den man bei Routinen machen kann? Zu streng mit sich zu sein und keine Ausnahmen zuzulassen. Fühlt sich dein Zuhause dank deiner Routine organisierter an? Ja, weil alles seinen festen Platz und seine feste Zeit hat. Also ist eine gute Routine der Schlüssel zu mehr Wohlbefinden? Genau, es geht um Struktur, aber vor allem um Achtsamkeit für sich selbst.